Fahrtwind und Straßenstaub, jeden Tag ein anderer Ort. Das Reisen hilft uns, uns auf das Wesentliche zu besinnen. Außerhalb unseres gewohnten Umfelds und den Ablenkungen des Alltags, in die Gegenwart geworfen, entdecken wir plötzlich eine Begeisterung für die simplen Dinge, denen wir zu Hause sonst kaum noch Beachtung schenken würden. He's my father. Namaskar. Namaskar. 87 years old. Das ist Yuvraj. Ihn haben wir vor 5 Minuten zufällig auf der Straße kennengelernt. Schon sitzen wir in seinem kleinen Garten und unterhalten uns über unsere Leben. I've been in Afghanistan about 5.5 years over there. Yeah, as a security guard. 3 daughters, 1 son. 2 of them, they married. Yeah, and 2 kids with me, daughter and son. They are still in college. Die Gegend hier ist bekannt für die Verarbeitung von Bambus, der über einen großen Fluss hierhin transportiert wird. Yuvraj will uns den Fluss zeigen. So all the bamboo is coming from The mountain. from the mountain. Mountain, very far. So they bring it on the river. Yeah, by the river. Amazing. Yeah. Yuvraj ist am Fluss groß geworden und mit seinen Launen. At the rainy season, this river come here, more than there. Wow. Yeah, everywhere. Seit seiner Kindheit hat er immer wieder schwere Überschwemmungen erlebt. Because of the Kosi barriers, India. That's the one at the border? Yeah, it's the border, and the water everywhere, every year, getting up. Also my farm. Your farm Yeah, was destroyed in the flood? yeah. No compensation, Nothing. nothing. We just lost our land. It must be very, very frustrating and tough. Yeah. We lost a lot of things. Our home, our cattle, cow, buffaloes, like that. Looks beautiful, but this river destroy us. Yeah, I'm really sorry. Yeah, to hear that. we are laughing. Yeah, That's the amazing thing. that's I think the mentality. Yeah. Yeah, but I'm still happy. Yeah, I asked you earlier. What if you're happy. can we do? What can we do? Are you happy? Yeah, Yeah? very happy. Thanks God. I'm still alive. That's the most important. Right? Yeah, my father is healthy. My mother, she's healthy. So I'm very lucky man, I feel. Die letzte Reiseetappe steht uns bevor. Von der Stadt Taplejung aus wollen wir unseren Trek zum Kanchenjunga Basislager starten.
Himal und sein Freund Ram, der uns beim Tragen unseres Gepäcks helfen wird, treffen ein und wir machen uns startklar. 4 days, 5 days, and then 6 1, days, 6 days, 7. yeah. And here we put our bags. Only we take the camera and something, and we go to the base camp early morning. So you say now it's just this last difficult part, crossing this ice field and then up, and after that? After is a flat area, up to the Ronak. Yeah. So we can do it, huh? Yes, slowly. Start this time. Sorry. Yeah, let's do it. Auf dem Weg zu unserem Ziel, dem Kanchenjunga, geraten wir plötzlich in eine dichte Nebeldecke. Selbst das Wandern auf relativ flacher Strecke wird hier auf 4500 Metern Höhe so langsam immer anstrengender. Es dauert nicht lange, bis wir alle wegen der schlechten Sicht den Weg aus den Augen verlieren. Hard to find a way. Looking from where we passed the river. So yeah, let's go back, cross the bridge. Die Brücke, über die wir gemusst hätten, haben wir glatt übersehen. Das heißt für uns, erstmal wieder ein ganzes Stück zurücklaufen. Jetzt haben wir diese Brücke gefunden. Das ist heute der Weg, den wir eigentlich gehen müssen. Das da. Das ist total zugefroren. Sind da denn Fußspuren drin? Ja, so andere Leute sind da durchgegangen, aber ich weiß nicht, wie sicher das ist. Deswegen ist jetzt die Frage, vielleicht klettern wir einfach komplett über diesen Hügel hier drüber und gehen auf der anderen Seite runter. Ja, dieses kurze Stück auf allen Vieren hochzusteigen, sieht gar nicht so schwer aus. Doch bei der dünnen Luft hier raubt es uns tatsächlich die letzten Kräfte. Ja, ist das jetzt der Auftakt zur Bergsteigerkarriere? Oh, nein. Alter. Guck mal, das Mikro ist schon ganz zugefroren. Oh Mann. Ja gut, dann weiter. Kurze Zeit später erreichen wir endlich unser Tagesziel. Ein paar bewirtete Holzhütten mitten im nebligen Nirgendwo. Am Abend werden wir für die Strapazen belohnt. Für uns wie ein kleines Wunder, was dann passiert. Kurz bevor die Sonne untergeht, lichtet sich der Nebel und wir sehen endlich, von was für einer atemberaubenden Natur wir hier eigentlich die ganze Zeit umgeben waren. Es ist 2 Uhr morgens, der letzte Tag unserer Reise bricht an. Mann, es ist echt ziemlich kalt. Da müssen wir jetzt durch.
Wenn wir Glück haben, werden wir dann damit belohnt, dass wir einen guten Sonnenaufgang bekommen am Basecamp. Im Dunkeln müssen wir noch knapp 400 Höhenmeter machen und Wege passieren, die zum Teil durch Erdrutsche beschädigt wurden. Immer erst gucken, dass du einen festen Stand hast. Sololi, sololi. Dennis. Während wir uns langsam, aber stetig unserem Ziel nähern, kämpft sich das Tageslicht über uns durch und macht damit den Aufstieg bei mittlerweile 5100 Höhenmetern etwas einfacher. Dennoch geht uns nach 3 Monaten Reise, hunderten Stunden in Bussen und Jeeps und 260 Kilometern zu Fuß so langsam die Puste aus. Ja, der Weg ist schwerer als gedacht. Selbst bloßes Geradeausgehen wird auf diesen letzten Metern nochmal zur Belastungsprobe. Dann ist es endlich geschafft. Die Erschöpfung, Nebensache. Der Kanchenjunga, dritthöchster Berg der Welt. Und keine Menschenseele hier, außer uns. Ja, wenn man hier sitzt, fühlt man sich auf jeden Fall ziemlich klein. Auch irgendwie ein bisschen arrogant von uns Menschen, dass wir manchmal glauben, wir könnten das, was diese massiven Berge hier erschaffen hat, irgendwie kontrollieren oder zurechtbiegen. Es verlangt einem vor allem körperlich so alles ab, dass man es an solche Orte schafft, aber dann lohnt es sich doch. Ne? Das ist einfach auf so einem ganz ursprünglichen, tiefen Level, dass einem das was gibt, glaube ich. Das ist schwer zu beschreiben.